Die 3 wichtigsten Tipps für die erfolgreiche Aussaat einer Zwischenfrucht sind: die Aussaat so früh wie möglich, die Aussaattechnik ordentlich machen, so wie bei einer Hauptkultur, und das Stroh schon beim Drusch richtig managen, darauf Acht geben. Jetzt ist aber nicht jeder Betrieb gleich und nicht jedes Jahr ist gleich und deshalb das Große. Aber diese Tipps haben Ausnahmen und es gibt ein paar Alternativen und genau das schauen wir uns in diesem Video an. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher. Ich freue mich, dass du dabei bist. Tipp Nummer 1 ist der Sätermin, der Termin der Aussaat. Und da ist mittlerweile ein alter Schmäh, wie man bei uns in Ostösterreich sagt, zu sagen, die Zwischenfrucht muss so schnell wie möglich nach der Ernte in den Boden, das heißt so früh wie möglich rein. Warum? Ganz einfach, weil das Getreide oder der Rapsbestand, wo die Zwischenfrucht nach der Ernte reinkommen soll, im Sommer, obwohl das nicht so wirkt auf den ersten Blick, bilden die trotzdem einen gewissen Schatten. Das heißt, es ist eine Restfeuchtigkeit in vielen Jahren noch da, es ist noch eine gewisse Gare da, und wenn man wirklich so schnell wie möglich nach der Ernte mit der Sämaschine das Saatgut da hineinlegt, dann kommt das Zwischenfrucht-Saatgut oft und gut in Fahrt und kann keimen. Der zweite Grund, warum man das so früh wie möglich machen will und warum das sinnvoll ist, die Zwischenfrucht so früh wie möglich in den Boden zu bringen, ist: die Ziele und Funktionen, die eine Zwischenfrucht erreichen soll, kann sie natürlich nur dann machen, wenn sie wächst und nicht, wenn sie im Sack ist. Und jeder Tag im Sommer ist unheimlich viel Sonnenenergie. Jeder, der eine PV-Anlage hat, weiß das, dass die höchsten Energieerträge im Sommer einzufahren sind. Und das Gleiche gilt natürlich für Pflanzen, weil das sind ja nichts anderes wie Mini-PV-Anlagen. Und wenn wir dann früher grüne Pflanzen am Acker haben, können wir früher Sonnenlicht nutzen und können früher die Funktionen, die wir mit der Zwischenfrucht erfüllen wollen, sei das jetzt Bodenstruktur, Bodenverdichtungen verbessern, sei das Nährstoffe speichern, all das können wir nur, wenn sie wächst. Und je früher sie eben wächst, desto besser ist es. Und außerdem, eine frühe Aussaat schafft auch oft noch die Möglichkeit, dass die Zwischenfrucht schneller wächst als das Ausfallgetreide. Das heißt, dass die Zwischenfrucht einen Vorsprung hat und das Ausfallgetreide gut unterdrücken kann. Aber, wie schon gesagt, nicht jedes Jahr ist gleich und nicht jeder Betrieb ist gleich. Und es gibt Situationen, wo eine Aussaat direkt nach der Ernte schlicht nicht sinnvoll ist. Und zwar, wenn es extrem trocken ist, schon vor der Ernte. Und wenn ich den Spaten in die Hand nehme und nach dem Drescher versuche hineinzukommen in den Boden und das steinhart ist und das so trocken wie Asche ist und kein Regen angesagt ist, dann kann es durchaus sinnvoll sein zu sagen, ich warte ab, weil es bringt nichts, dass ich die Zwischenfrüchte in einem trockenen Boden reinlege, wo sie vielleicht kommen und dann vertrocknen. Und es gibt ja Regionen in Europa, wo das die Regel ist. Ja, wir in Österreich und vor allem auch in vielen Bereichen in Deutschland kennen das ja nicht, aber in Ungarn oder in Westrumänien, in Banat, da kenne ich Landwirte, wo es Jahre gibt, wo es einfach keinen Sinn macht, weil es so heiß und so trocken ist, dass im Juli einfach gar nichts wächst. Es gibt aber auch Regionen, wo natürlich das Gegenteil der Fall ist, wo man eher die Challenge hat, trockene Bedingungen zu finden, um das Saatgut in den Boden zu bringen, wie zum Beispiel auf der Insel Fehmarn. Das heißt, in der Praxis gibt es einfach unterschiedliche Bedingungen. Und diese Praxis, die kenne ich vom eigenen Betrieb, aber eben auch aus ganz Deutschland, Österreich und eben auch den angrenzenden Ländern, weil überall dort schenken uns Landwirte schon ihr Vertrauen, was das Thema Zwischenfrucht betrifft. Und deswegen ein Hinweis: wir bieten Zwischenfrucht an mit dem Versuch der besten Beratung, der besten Qualität. Hinweis ist zu Ende. Also Tipp Nummer 1, die Aussaat so früh wie möglich. Tipp Nummer 2, die Sätechnik so zu machen, wie das bei einer Hauptkultur machen würdest. Das heißt, im besten Fall mit einer Drille, wenn man das direkt in die Getreidestoppeln macht, natürlich im besten Fall mit einer Direktsaatmaschine oder vielleicht mit einer Zinkensämaschine. Aber, und jetzt kommt auch hier das große Aber, es geht nicht immer um die Technik, weil man hat halt einfach am Betrieb auch nicht immer die Technik, die perfekt passt. Und das Wichtigste, was bei diesem Tipp zu unterstreichen ist, dass man einfach an die Sache herangeht, wie man das bei einer Hauptkultur macht. Das heißt, sich überlegt, wie bringe ich das Saatgut jetzt genau dorthin und mit der Technik, die ich zur Verfügung habe. Und das kann durchaus ein Bodenbearbeitung sein mit einem pneumatischen Streuer drauf, wenn man das versucht richtig einzustellen, wenn man versucht, das Saatgut richtig abzulegen. Natürlich ist es ideal, wenn man die beste Direktsämaschine hat oder die beste Zinkensämaschine hat, wo man das Saatgut auch ideal ablegen kann. Aber man hat halt nicht immer die idealen Bedingungen, sondern es gilt, sich zu überlegen,
Wie kann ich das bestmöglich unter meinen Umständen, auf meinem Betrieb, auf meinen Schlägen umsetzen? Und das ist der Tipp Nummer 2. Das heißt, der Aussaattechnik eine sehr, sehr hohe Bedeutung beizumessen. Tipp Nummer 3 ist das Strohmanagement. Was meine ich damit? Es gibt ja grundsätzlich 2 Möglichkeiten. Entweder das Stroh wird abgefahren, Stroh wird gepresst, oder das Stroh bleibt am Acker nach der Ernte. Und dann kommt die Zwischenfruchtaussaat. Wenn das Stroh am Acker bleibt, dann habe ich den Vorteil, dass ich zeitlich meistens ein bisschen flexibler bin, weil ich eben nicht aufs Strohpressen warten muss und direkt nach dem Drescher im besten Fall das Saatgut ablegen kann. Aber hier ist es extrem wichtig, dass schon beim Dreschen darauf geachtet wird, dass das Stroh gehäckselt wird und bestmöglich homogen verteilt wird und dass darauf ein Augenmerk gelegt wird. Denn schlechte Strohverteilung bedeutet dann natürlich, dass ich bei der Aussaat Probleme habe, wenn ich in 3 Meter Abständen unterschiedlich viel Stroh habe und das Stroh natürlich bei der Aussaat dann Probleme bereitet, denn eines der größten Herausforderungen bei der Aussaat der Zwischenfrucht ist, dass das Saatgut im Stroh liegt, dass ich das sogenannte Hairpinning habe, das heißt, dass ich mit meinem Säschar das Getreidestroh mir Probleme bereitet, dass ich keinen Säschlitz zusammenbringe, dass ich das Saatgut gar nicht in den Boden hineinbekomme. Das heißt, dass ich am Schluss nicht das Saatgut dort habe, wo ich es haben will, nämlich auf einer relativ seichten Ebene, normalerweise 2 bis 3 Zentimeter und ein Bodenschluss, sondern dass es im Stroh liegt. Das heißt, um das bestmöglich auszugleichen, muss ich schon vorzeitig versuchen, dem Drescherfahrer zu sagen, bitte achte darauf, dass das Stroh gut verteilt wird. Und wenn zu viel Stroh eine Herausforderung ist, dann kann ich auch noch das Stroh einfach höher abmähen. Dann habe ich naturgemäß weniger Stroh am Acker liegen. Wenn ich die Sätechnik jetzt nicht habe, dass ich mit dieser starken Strohmatte von mehreren Tonnen pro Hektar umgehen kann, dann kann ich einfach höher mähen und das Stroh als Stoppeln stehen lassen. Das schaut zwar sehr, sehr wild aus, erfüllt aber den Zweck der einfacheren Saattechnik. Man kann es dann theoretisch später abmulchen, ist aber gar nicht notwendig, denn wenn ich es als Stoppeln stehen lasse, dann kommt halt der Kreislauf dieser Zersetzung dieser Strohstoppeln erst später, im folgenden Frühjahr in den Einsatz, oder dann kommt diese Zersetzung, passiert dann erst später. Das heißt, das würde auch nichts machen, es schaut halt einfach wilder aus, aber daran muss sich der Nachbar halt gewöhnen. Und wenn jetzt das Stroh abgefahren wird, dann bedeutet das meistens auch, dass ich nicht so schnell Tipp Nummer 1 umsetzen kann, nämlich die Aussaat gleich nach dem Drescher zu machen, denn ich muss jetzt erstmal Stroh pressen. Das heißt, ich bin da mal von der Witterung abhängig. Trotz alledem würde ich versuchen, so schnell wie möglich nach dem Pressen das Saatgut in den Boden zu bringen, denn letztlich ist jeder Tag wertvoll, wo die Zwischenfrucht ihre Funktionen erfüllen kann. Was sieht man aber da auch oft, wenn das Stroh gepresst wird, sieht man oft noch Monate später im folgenden Jahr, wenn die Zwischenfrucht schon abgefroren ist, die Spuren, wo die Strohmaat lag. Das heißt, auch da nochmal besonders darauf achten, ob der Mähdrescher perfekt eingestellt ist. Denn alles, was nicht passt im Sommer, sehe ich spätestens im Frühjahr wieder. Also, das waren meine 3 Tipps für eine erfolgreiche Aussaat einer Zwischenfrucht. Ich hoffe, du hast aus diesem Video was mitnehmen können. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Wenn dich das Thema interessiert, wenn sich Ackerbau, der nachhaltig und profitabel ist, interessiert, wenn das dein Thema ist, dann abonniere doch gerne unseren Kanal.